Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen, etwas anderen Video. Ja, die Resonanz zu unserem Video zum Thema Motorschaden hat uns ein bisschen überrumpelt, aber natürlich im ganz positiven Sinne. Ganz, ganz lieben Dank für all eure Likes, Kommentare und Spenden in unsere Dieselkasse. Ihr seid echt der Wahnsinn. Ja, das hat uns aber auch gezeigt, oder beziehungsweise eure Kommentare haben uns gezeigt, dass doch noch ein paar Fragen offen geblieben sind. Ja, und deshalb haben wir gedacht, machen wir noch mal dieses kurze Video, um die Infos noch mal zusammenzufassen und um auf eure Fragen einzugehen. Was muss man zum Fahrzeug wissen und welcher Motor ist verbaut? Es handelt sich um einen Mercedes 609D mit dem OM 364 Motor, ohne Turbo und ohne Ladeluftkühler. Somit haben wir nur 90 PS. Das Fahrzeug ist Baujahr 93 und 1994 erst zugelassen und es war früher mal ein Emissionsmessfahrzeug, bis wir es dann ausgebaut haben. Gekauft haben wir es mit 16.500 Kilometer, was ziemlich wenig war. Wir hatten schon ein bisschen Sorge, dass da irgendwelche Standschäden entstanden sein könnten, aber das war zum Glück nicht so. Trotzdem haben wir es geschafft, den Motor bei 83.000 Kilometer kaputt zu machen. Was genau ist in Honduras passiert? Wir sind auf dem Weg in die Hauptstadt den Berg runtergefahren. Es war ziemlich steil und wir waren im zweiten Gang. Und ich habe einfach zu spät gebremst. Also im zweiten Gang kann man vielleicht so 25 fahren. Wir waren auf jeden Fall viel schneller. Dann gab es ein komisches Geräusch, was man auch ganz gut auf dem Video, das wir zufälligerweise mit der GoPro aufgenommen haben, hört. Und dann haben wir angehalten und nach 2 Minuten ist dann der Motor ausgegangen. Und was genau im Motor passiert ist, das gucken wir uns jetzt an. Wir haben nämlich vor ein paar Tagen das Ventilspiel eingestellt und da kann man das eigentlich ganz gut sehen, was passiert ist. Beim Ventilspiel einstellen können wir jetzt ganz gut sehen, oder ich kann es ganz gut zeigen, was passiert ist, als der Motor kaputt gegangen ist. Und zwar sind wir ja zu schnell gefahren, demzufolge haben sich alle Teile im Motor viel zu schnell bewegt und die Ventile sind mit dem Öffnen und Schließen nicht mehr hinterhergekommen, beziehungsweise die Federn hier haben es nicht mehr geschafft und dadurch ist hier oben der Ventilkeil rausgeflogen. Der Ventilteller ist kaputt gegangen und durch den Ventilkeil wird das Ventil, wo man hier oben den Schaft noch von sieht, gehalten und dadurch ist es dann runtergefallen in den Zylinder und damit war Ende im Motor, weil ein Teil da war, was da nicht hingehört. Und vielleicht erklärt das noch mal ein bisschen, was genau passiert ist, als der Motor kaputt gegangen ist. Und hier sind gerade ein paar Fliegen. Also, wenn die Drehzahl zu hoch ist, dann kommt der Motor irgendwann nicht mehr hinterher. Der Motor darf maximal, glaube ich, 2800 Umdrehungen unter Last und im Schubbetrieb kann er 3000. Wir waren aber, ja, keine Ahnung, 3,5, ja, wahrscheinlich eher so bei 3,8 bis 4, würde ich mal schätzen. Wir hatten kein Drehzahlmesser damals, den haben wir jetzt und demzufolge fahren wir nicht mehr so schnell. Wie seid ihr an Felipe gekommen? Ja, als wir da am Straßenrand so standen, haben mehrere Einheimische angehalten und uns gefragt, ob wir Hilfe brauchen. Und ein junger Mann im Anzug, der super schick aussah, kam direkt zu uns an die Motorhaube und meinte, er hat einen Kommilitonen, mit dem er Jura studiert hat. Denn Felipe ist nicht nur Mechaniker, er ist auch Anwalt. Ja, und den hat er angerufen, hat gesagt, ob er nicht helfen könnte. Und Felipe, so gut wie der Mann einfach ist einfach direkt losgefahren zu uns. Hat sich das angeschaut, hat relativ schnell festgestellt, wir brauchen auf jeden Fall den Abschleppdienst und hat auch direkt gesagt, wir müssen da weg, weil wir da in einem Viertel hängen geblieben sind, was keinen guten Ruf hat und wo wohl einiges passiert. Und als wir ihn dann gefragt haben, wo es denn hingeht, meinte er, zu mir. Ja, und dann sind wir einfach bei ihm gelandet, vor seinem Haus, in dem auch seine Werkstatt ist. Ja, und da haben wir dann knapp 3 Wochen verbracht und ihn absolut lieben gelernt, weil es ja nicht nur ein toller Mechaniker ist und sein ganzes Team einfach es mega drauf hat, sondern es auch ein toller Mensch ist, der uns unsere Stimmung immer noch hochgehalten hat, der ja viele Witze gemacht hat, der für uns da war, der uns mit Essen versorgt hat, und ja auch Ausflüge mit uns gemacht hat. Von daher, es war ein totaler Zufall, aber wir sind so glücklich, dass wir an Felipe gekommen sind.
Ja, und er uns so gut helfen konnte. Von daher, falls mal irgendjemand ein Problem in Honduras hat, auf jeden Fall zu Felipe und seinem Team. Da ist man an der richtigen Adresse. Was genau ist alles kaputt gegangen? Also das größte Teil war mit Sicherheit der Zylinderkopf, der musste einmal komplett neu. Dann ist ein Kolben kaputt gegangen und ein Pleuel, weil natürlich das Ventil, was auch kaputt gegangen ist, da reingefallen ist. Und ansonsten ist noch von der Kipphebelwelle eine Lagerung gebrochen. Und ja, das waren eigentlich die Teile, die kaputt gegangen sind und die wir auch in Honduras neu bekommen haben. Welche Teile habt ihr bei Mercedes bekommen und was woanders her? Eigentlich haben wir alle Teile bei Mercedes bekommen. Das größte war mit Sicherheit der Zylinderkopf. Der war zwar gebraucht, aber von einem relativ wenig gelaufenen Motor. Wahrscheinlich stand er sowieso bei Mercedes nur im Lager. Den haben Mercedes für uns abgebaut und wir konnten ihn dann kaufen. Ansonsten konnten wir 4 Kolben noch kaufen oder mussten wir 4 Kolben kaufen bei Mercedes, weil eigentlich hätten wir nur einen gebraucht, aber die Kolben hatten eine andere Kolbenmulde, deswegen mussten wir entsprechend 4 kaufen. Dann haben wir noch eine Lagerung für die Kipphebelwelle gekauft, ein Pleuel, natürlich 2 neue Ventile und dann brauchten wir natürlich am Ende noch, weil wir das relativ spät erst gesehen haben, noch eine Zylinderbuchse. Die gab es nicht bei Mercedes, das war das einzige Teil, was wir dann bei einem anderen Ersatzteilhändler gekauft haben. Und ja, das waren eigentlich alle Teile, die es neu gab. Was konntest du selber machen? Also eigentlich alles, was am Motor dran war und drumherum, das heißt Kühler habe ich abgebaut, vorne Stoßstange und so weiter. Dann entsprechend auch Dieselleitungen und Dieselfilter, Ölfilter und sowas, das habe ich alles abgebaut. Aber ans Innenleben selber habe ich mich da nicht dran getraut. Aber da hatten wir ja Felipe, der sich noch mit solchen alten Motoren auskennt und der hat seinen Job wirklich gut gemacht. Und ich habe auch einiges gelernt von ihm. Und beim nächsten Mal kann ich vielleicht dann schon ein bisschen mehr selber machen, aber hoffen wir mal einfach, dass es kein nächstes Mal gibt. Wie teuer war die Reparatur? Das war mit Abstand die meistgestellte Frage. Das Thema interessiert euch scheinbar brennend. Insgesamt haben wir 3.500 € bezahlt. Da sind dann alle Arbeitsstunden von Felipe und seinen Jungs drin und auch alle Ersatzteile, die wir gekauft haben. Nur meine Arbeitszeit ist nicht drin, die war gratis. Ich war ja sowieso da. Und jetzt gucken wir uns dann nochmal die Einzelpositionen an. Die erzählt euch dann Jessie noch, was genau jedes einzelne Teil gekostet hat. Wie Martin ja schon gesagt hat, brauchten wir zunächst mal ein paar Ersatzteile. Der Zylinderkopf und die Dichtung haben 1.435 € gekostet, die Kolben und Kolbenringe 320 €. Die Lagerung der Kipphebelwelle war mit 15 € die günstigste Position. Das Pleuel und die Lagerschalen dafür lagen bei 160 €, die Ventile und das Zubehör dafür bei 130 € und die Zylinderbuchse bei 40 €. Dazu kamen noch einige weitere Kleinteile wie Dichtung und Öle, wo wir bei ca. 265 € rauskamen. So ergibt sich eine Gesamtsumme von 2.365 €. Dazu kommt dann noch die Arbeitszeit. Das Zylinderbohren und Hohn hat 120 € gekostet, den Zylinderkopf montieren nochmal das gleiche, die Einspritzdüsen überholen lag bei 150 € und die Arbeitszeit in Felipes Werkstatt bei gut 700 €. Ja, das ergibt dann als Gesamtkosten insgesamt knapp 3.500 €. Wie hätte die Alternativlösung ausgesehen? Die Alternative wäre ein Austauschmotor gewesen. Felipe hatte sich bei seinen Kontakten in Honduras umgehört. Da gab es leider keinen. Das heißt, wir hätten einen aus Deutschland holen müssen. Die Kosten wären ungefähr gleich gewesen, nur für den Motor wie für die Reparatur. Also so zwischen 3.500 € und 4.000 € kriegt man einen Ersatzmotor, natürlich auch gebraucht. Dann wäre es vielleicht sogar ein Turbomotor gewesen. Das heißt, wir hätten 110 PS gehabt. Aber die große Unbekannte wäre gewesen, wie es mit der Verschiffung bzw. mit der Luftfracht funktioniert hätte. Die hätte mindestens genauso viel wie der Motor gekostet. Und dann gibt es ziemlich wenig Erfahrungswerte zur Zollabwicklung in Honduras. Die meisten Overländer fahren ja nur durch. Deswegen konnte uns da keiner so was genau zu sagen, wie lange es dauert. Und das Risiko war uns einfach zu groß, dass es da erstmal ein paar Wochen dauert.
und dass wir dann halt nochmal 100% Zoll hätten zahlen müssen. Demzufolge haben wir diese Option, als wir dann alle Teile gefunden haben, verworfen. Eine Frage, die auch noch öfter kam, war, warum wir denn eigentlich so ein altes Auto fahren? Ja, wir haben uns ganz bewusst für ein altes Auto entschieden, damit man es auch gut reparieren kann. Am liebsten natürlich ich selber. Beim Motorschaden hat das nicht ganz geklappt, aber mit einem modernen Fahrzeug hätten wir mit Sicherheit größere Probleme gehabt. Da hätten wir vielleicht keinen Motorschaden gehabt, aber andere elektronische Probleme können dann öfters mal auftreten. Und wir kennen den einen oder anderen, der auch schon mal zurückverschifft hat, weil das Problem auf dem amerikanischen Kontinent nicht gelöst werden konnte und teilweise sogar in den USA. Die Fahrzeuge sind zwar ja von außen ähnlich, aber im Innenleben ist es dann doch ein bisschen anders aufgrund Abgasnormen und Co. Und andere Probleme, die auch noch auftreten können, sind in der Höhe. Wenn man über 3000 oder 4000 Meter fährt, dann hat man bei modernen Fahrzeugen mit Dieselpartikelfilter auch schon mal öfters das Problem, dass der zugeht und ja, dann kann man nur noch im Notlauf fahren. Die Probleme haben wir nicht. Wir sind zwar nicht so schnell, aber eigentlich ist es ein robustes Fahrzeug und wenn man den Motor nicht selber kaputt macht, dann kommt man auch sehr weit und der geht dann normalerweise auch nicht kaputt. Ja, Jesse, jetzt habe ich auch noch eine Frage an dich. Wie gefährlich ist denn eigentlich wirklich Honduras? Ich würde sagen, da scheiden sich die Geister. Also wenn man die Zahlen, Daten und Fakten sich anschaut, ist es einfach so, dass die Kriminalitätsrate in Honduras schon sehr hoch ist. Also beispielsweise Mordraten in Tegucigalpa im Vergleich mit Berlin liegen mehr als das 10-fache erhöht. Das muss man natürlich auch so ein bisschen in Relation setzen. Da gibt es relativ viel Armut, es gibt Drogenprobleme, es gibt relativ viel Gangkriminalität, was dann eher so untereinander natürlich auch ein Thema ist und nicht unbedingt in Richtung Touristen. Da hatten wir auf unserer Reise ja aber sowieso bisher nie ein Problem und haben uns auch in Honduras sehr, sehr sicher und willkommen gefühlt. Die Leute waren alle sehr herzlich und nett und hilfsbereit, wie man ja auch bei unserem Motorschaden gesehen hat. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch selber schauen, wie man sich verhält und so ein bisschen selber auf die Sicherheit auch achten. Wir fahren beispielsweise nie im Dunkeln. Wir schauen, dass wir 2 Stunden ungefähr vor Sonnenuntergang an einem Stellplatz ankommen, wo wir uns gut fühlen. Wir checken sehr stark vorher, was es für Stellplatzmöglichkeiten gibt, ob da schon andere standen, ob es da Bewertungen zu gibt. Ja, also von daher schauen wir schon, dass wir die Ecken anfahren, wo wir ein gutes Gefühl mit haben, wurden da bisher nie enttäuscht und ja, können nach unserer Erfahrung auf jeden Fall auch sagen, Honduras ist eine Reise wert, die Leute sind sehr, sehr nett, das Land ist toll, ja, und wir haben uns trotz der objektiven Sicherheitslage im Land trotzdem immer sehr sicher gefühlt. Was ist mit den offiziellen Kennzeichen? Die offiziellen Kennzeichen liegen im Kofferraum. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, damit die nicht geklaut werden. Wir haben Kopien an unser Fahrzeug dran gemacht, aber hier interessiert es im Prinzip keinen, ob da ein Siegel drauf ist oder nicht. Hauptsache es gibt ein vernünftiges Kennzeichen. Und der TÜV ist auch schon abgelaufen. Bei einem LKW oder einem Fahrzeug über 3,5 Tonnen müssen wir ja sogar jährlich zum TÜV. Das haben wir weit überschritten. Aber in Nord- und Südamerika gibt es auch keine TÜV-Prüfstellen. Also da könnten wir auch nirgendwo hinfahren. Das heißt, wenn wir wieder zurück in Deutschland sind, dann geht es erstmal zum TÜV. Und für die Versicherung, die man natürlich auch hier in den Ländern abschließen muss, weil unsere hier nicht gilt, muss das Fahrzeug natürlich angemeldet sein. Und natürlich ist unser Fahrzeug angemeldet. Deswegen geht es auch alles seinen offiziellen Weg. Und wie läuft der Motor seitdem? Der Motor läuft sehr gut, er zieht auch wesentlich besser, oder was heißt wesentlich, auf jeden Fall besser als vorher. Die Einspritzdüsen wurden ja auch überholt bei der Reparatur und das merkt man schon. Wir sind ein bisschen flotter unterwegs, vor allen Dingen merken wir es am Berg. Und ansonsten hatten wir eigentlich keine Probleme. Wir sind schon ein paar tausend Kilometer gefahren. Das einzige Problem war mal der lose Kühlwasserschlauch in Nicaragua, aber das habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Ansonsten, ja, toi toi toi, es läuft gut. Hoffen wir, dass es noch die nächsten paar tausend Kilometer so weitergeht. Ja, soweit zu den Fragen zu unserem Motorschaden. Wir hoffen, wir konnten euch das meiste beantworten. Wenn noch irgendwas offen geblieben ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Und falls ihr andere Fragen habt zu unserem Fahrzeug, zu unserem Ausbau, zu unserer Reise,
lasst es uns gerne wissen. Wir werden bestimmt mal wieder so ein Q&A machen und dann können wir die darin aufnehmen, beziehungsweise euch natürlich auch gerne in den Kommentaren beantworten. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst uns gerne ein Like da. Kommentare, wie gesagt, auch sehr, sehr gerne. Und falls noch nicht geschehen, freuen wir uns auch sehr über ein Abo und wenn ihr Lust habt, unsere Reise weiter zu verfolgen. Und dann gibt es in der nächsten Woche schon das nächste Video unserer Reise. Bis dahin, macht's gut, tschüss!